Alright Leute, wir starten heute wieder mit was richtig abgefahrenem, was man sich eigentlich wünscht, dass man es mal in einem Video sieht. Can a regular person drive a real Formula One car? Der Uploader ist VINwiki. Thanks to VINwiki for letting us reviewing parts of the video. Danke an VINwiki, dass wir uns Teile des Videos angucken können und darauf reacten dürfen. Ja, wie immer ein amerikanisches Format und einfach nur geil wieder gemacht. Lass uns reinstarten direkt. The G-force is constant and your stomach is The G-force is constant and your stomach is 3 miles down the road. I would say that I'm a motorsport fan more than I am a car fan. My love for anything with an engine. Also er sagt, er ist mehr ein Motorsport-Fan als jetzt ein direkter Autofan. Und am Intro hat er gerade gesagt, so, das war dieser Ausschnitt, du gibst Vollgas und dein Magen ist halt, keine Ahnung, 100 Meter hinter dir. Came really from F1 and motorsport. So growing up, that's all I wanted to be. I wanted to be an F1 driver. I wanted to be an F1 champion. But I ran out of skill and money. I like to blame money, but it was more realistically skill. So that never really happened for me. But I've always been looking for ways to be. Also er ist anscheinend auch mal Kart gefahren früher. Und er meinte, dass sein Traum natürlich auch war, Rennfahrer zu werden. Und ich weiß nicht, er ist, glaube ich, noch andere Klassen gefahren. Und da meinte er es dann aber, he ran out of talent and money. Also ihm ist das Geld und das Talent ausgegangen. Und da meinte er, eigentlich war es nur das Talent, aber er versucht es immer gerne aufs Geld zu schieben. Involved with that sport somehow. And so when I left school, I went to like all the F1 teams. So many of them are based in the UK, and I was like, just give me a job, any job. You can't really do that apparently. You have to have skills or be trained in something. And I was like, ich weiß nicht, warum der Typ so gut drauf ist, was der sonst so macht. Aber wie kann man so geil bitte erzählen? Also er meinte, später dann, wo er älter war, ist er halt einfach zu allen Formel-1-Teams gegangen, die in England, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, wo er lebt, ansässig sind und meinte, kann ich irgendwie hier mitarbeiten, so, ich mache jeden Job so. Und da meinte er, es hat sich aber halt rausgestellt, dass man wirklich was können muss, um da anzufangen, so. Also kannst dich einfach irgendwie. I'll just sweep the garage floor. And so that didn't work out, so I went down a different path in life, but eventually ended up working in sort of publicity and PR, mainly for large events, and so that ended up being a few F1 sponsor events. So I started to sort of get a. Okay, er meinte, er hat so Marketing und weiß ich nicht, ob ich richtig verstanden habe, auch Medien dann irgendwann beruflich gemacht und so hat es sich ergeben, dass er dann auch irgendwann die Schnittstelle hatte, dass er auf Formel 1 Events war, beruflich. Involved here and there. And again, I was like, I've got to somehow get involved with F1. I love this sport so much. And, you know, I genuinely, I mean, since 1996, I think I've watched every single F1 race to date. Fine, I might skip a few because of things that are going on, but I watched the full rerun. So. Ja, und da hat es ihn irgendwie wieder entflammt, meint er, ne? Also er meinte, er muss irgendwie wieder damit Kontakt haben mit Formel 1, wo er das schon gesehen hat, wo der ganz heiß so ungefähr. Und dass er auch jedes Rennen geguckt hat bis dato. I really am that obsessed. And eventually I quit my job just before YouTube and set up a little PR publicity consultancy. And my whole aim was to only do F1 sponsors or F1 related clients. And I got a handful, but it was all a bit of a disaster. And, you know, so that led to me eventually starting my YouTube channel as a hobby, as a way to distract myself from my disastrous career move. Anyway, YouTube has somehow allowed me to get closer to F1 than I could have ever dreamt. And that came to a head. Guckt euch auf jeden Fall das ganze Video in Ruhe auf dem Kanal an. VINwiki, ich verlinke das natürlich wie immer. Und lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da auf dem Originalkanal. Ich will euch ja hier nur aufmerksam machen auf die Videos und nicht quasi alles zeigen. Last year when I ended up actually driving an F1 car. So this was part of a big campaign I was working on with Infinity, who a sponsor of the Renault F1 team. And part of the campaign was a customer activation event where they take you to the French Grand Prix circuit and let you drive a. Okay, krass. Also er meint, er hat irgendwie seinen Job gekündigt, da wo er gearbeitet hat im Marketing, hat sich selbstständig gemacht
und hat dann mit Infinity zusammengearbeitet, die ein Formel-1-Sponsor waren zu der Zeit. Und es hat sich so ergeben, dass eine Sache des Marketings war, dass man einen Normalo sozusagen einfach mal in so einen Formel-1-Wagen setzt. Krass. Und er meint jetzt haben die halt Leute eingeladen und dann haben die dich, jetzt geht's weiter, erstmal andere normale Autos fahren lassen. 2012 Formula One car. Now, there are plenty of places you can go in the world that you can drive a Formula One car. And it's often the shell of a car with a Ford Mustang engine or... Okay, er meint, normalerweise, wenn du so ein Event hast oder so, dann ist es so, dass du, wenn du das jetzt irgendwie so planst als Event, dann hast du zwar mal sowas, was wie ein Formel-1-Auto das Fahrgestell ist, aber du hast nicht den Formel-1-Motor drin. Die sind auch sehr komplex zu bedienen. Vom Warmlaufen bis, dass die keinen Starter haben selber. Du musst die Reifen richtige vorheizen und so. Auf jeden Fall meinte er, da kann man ein 2012er Formula One Car fahren. Bei dem Event, also ein richtiges. It's an old 1980s F1 car with 4 gears instead of 6, and you know, they're not real experiences. This is as close as a normal human being could ever get to driving an F1 car without actually driving an F1 car. So, und was er gemacht hat, ist halt das wirklich echteste, wo du rankommen kannst, dass du als normaler Formel 1 auf ein Formel 1 Fahrzeug gefahren bist. it's run by the official Formula One team. You go there, you have to go through various bits of training. The car is running 15,000 RPM instead of 18,000 RPM and 6 gears instead of 7. And it has ABS and traction control. Those are in place because some of the people that get to do this event can literally be people that have never driven anything except their Infiniti Q, whatever. So they have to put some safety parameters in place. But what I love is that they can dial in and dial out those, you know, sort of controls depending on the driver's ability. So throughout the day, you build up to this experience by driving other single-seater open-wheel cars. You also do some laps in some, you know, ordinary road cars, even in a van. And they sort of judge you. And so when you get into the F1 car, they go, okay, this guy doesn't need any traction control, or this guy needs all the traction control. Okay, er meint, die haben das am Ende des Tages auch noch eingestellt, halt, welche Fahrhilfen er hat. Und die haben dich halt rangeführt, ne? Also du bist andere, offene, einsitzige Fahrzeuge gefahren, Rennfahrzeuge. Und die haben das dann immer wahrscheinlich gesteigert von der Motorleistung und wie viele Runden du fahren kannst. As I say, it would probably arguably be 75 or 80% of the real deal. Weißt du, wenn jemand 3 schnelle Sportwagen gestaffelt von der Leistung fahren lässt über den ganzen Vormittag, und der rast schon bei dem ersten oder zweiten in den Graben, dann weißt du, dass du ihm halt morgen nicht das Formel-1-Auto in die Hand drückst. Aber kriegt er das hin und rastet nicht aus, sind die Wahrscheinlichkeiten ganz gut. And for me, for sure, is the closest I'm ever getting to driving an F1 car, especially given my height. You don't get many 6'2" Formula One drivers, so I had to really wave goodbye to that dream a long time ago. So I was so nervous, but so excited because, I'll say, this has been a dream of mine since I was 5 or 6 years old, and something which I probably thought was never actually going to happen. So I go down to France, I got the whole day. The morning is arguably the best part of the day because you get put in something called a Formula 4 car, which is a junior series, a feeder series, like Indy Lights, but turned down even further. But the cars are super fun. You're in them by yourself. You get 2 30-minute sessions. You're racing against a clock. You're not really supposed to be racing other people on track, but inevitably you do. And you're on a Formula One circuit, so you are going all out. And I'm there like, you know, back into my karting zone, like I was meant to do this, but really getting into it. And then... Ja, fühlt er das? Ich meine, so ein Auto kann man sich gar nicht vorstellen, wie direkt es lenkt, wie krass es bremst, wie stark das After lunch beschleunigt. is your F1 drive. Now you have to be clear, it's 3 laps. So the main reason they do this is that after 3 laps, people tend to get cocky or too confident and start driving recklessly. But also, physically, very few people can withstand the G-forces post 3 laps. I have to explain this because I, as a fan... Okay, also er sagt jetzt noch, dass du mit dem Auto nicht mehr als 3 Runden am Stück fahren darfst, weil dann rasten die Leute irgendwann aus, weil dann wirst du zu confident, dann fühlst du dich zu sehr wohl, dann wirst du zu selbstbewusst und dann riskieren die Leute zu viel. Deswegen nur 3 Runden.
Und außerdem kommt noch dazu, dass du die G-Kräfte, also dieses Beschleunigung, Bremsen, links, rechts in den Kurven selbst und das Anbremsen und das Beschleunigen, dass du das mit deinem Nacken gar nicht aushältst als normaler Mensch. Guckt euch das ganze Video an, es geht noch 10 Minuten. Ich finde es übergeil, wie der Typ erklärt und erzählt. Wenn ihr Rennsport- oder Autofan seid, findet ihr es interessant, ansonsten wahrscheinlich langweilig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, bis zum nächsten Mal.